Was erwartet uns heute? Wir starten in Delft und das Ziel ist heute Dordrecht. Es gibt eine Durchfahrt durch Rotterdam. Von dort an können wir dann bis Dordrecht schnell fahren und es geht dann in den neuen Hafen nach Dordrecht rein. Mit der App ANNET muss man sich auch hier vom Strom und auf dem Leaflet abmelden, sonst läuft das einfach weiter. Ganz wichtig. 4 kW gebraucht, 2 Euro. Die Leine wird gelöst und los geht's. So, dann geht's an unsere Leinen. Den Ring kann ich das auch gut ziehen. Marina muss vorne ein bisschen mehr ziehen. Ja, Marina führt schon an der langen Leine. Und weiter geht's in diese Richtung. Die erste Brücke öffnet sofort, kommt von der anderen Seite ein Schubverband, ist eine Drehbrücke. Und das ist schon mal ein gutes Omen für unsere Reise heute. Hier ist einiges an Industrie. Delft hat schon ordentlich was zu bieten hier an Industrie. Wird ganz schön gewuselt. Hier wird gearbeitet. Die nächste Brücke hat zwar Doppelrot, aber die ist hoch genug, da können wir so durch. Hier müssen wir natürlich auf Gegenverkehr achten. Auch Ruderer sind natürlich Gegenverkehr, die da von vorne kommen. Hier ist der Kanal schon eng. Hier möchte ich also nicht unbedingt mit der Berufsschifffahrt zusammentreffen. Aber vorne wird es schon wieder breiter. Hier ist eine Werft. Und hier kann man Riesenschiffe kranen. Jetzt kommen wir langsam raus aus dem Industriegebiet. Und jetzt sind wir wieder im Grünen. Geht jetzt so bis Rotterdam. Und dann wird es nochmal wieder sehr urban. Eine schöne Outdoor-Küche. Bei Ruderern und Stand-Up-Paddlern müssen wir immer besonders vorsichtig mit unserer Welle sein, dass wir die nicht umschmeißen oder versenken. Auch hier geht es wieder ziemlich zügig. Nach Anfragen der Brücke ging sie auch gleich wieder auf. Und hier beginnt Rotterdam. Jedenfalls war hier rechts ein Ortseingangsschild. Ja, und die Rasenmäher sind auch schon wieder unterwegs. Ein kleiner Bauernhof. Da sind die Hühner drin. Da ist das Gemüse angepflanzt. Kleiner Vorort. Sind doch einige Berufsschiffe unterwegs. Kommt jetzt wieder einer entgegen. Müssen wir ein bisschen Gas geben, damit wir nicht vom Schauenwasser weggedrückt werden. Dem Kanal ist auch die Berufsschifffahrt unterwegs. Hier ist auch wieder ein seltsames Boot. Da scheint jemand drauf zu leben. Die nächste Brücke können wir das so nehmen. Im Hintergrund sieht man schon die Skyline von Rotterdam. Interessant ist, dass der Kanal höher ist wie die umliegenden Ortschaften. Wenn hier mal viel Wasser runterkommt und der Kanal nicht abfließen kann, dann wird natürlich auch hier viel überschwemmt. Die Brücke ist hoch genug, sodass wir einfach so durchfahren können. Ah, hier haben wir so eine kleine Romantikbrücke. Und rechts und links wohnen die Leute auch wieder ganz nett. Klein, aber fein. Und dann kommt auch schon gleich die nächste Brücke. Die schließt schon wieder. Die mussten aber ganz schnell durch, weil die Brücke schon wieder runterging. Beim Langsamfahren muss mein Skipper ganz schön kurbeln hier. Ja, vor allem, wenn ich mit einer Maschine fahre, das bricht natürlich das Boot immer aus und da muss ich kräftig gegenlenken. Und die Brücke öffnet. Der Route durch Rotterdam sind die Brücken wirklich sehr schmal. Volle Konzentration. Jetzt haben wir grün sogar.
Die nächsten 2 Brücken sollten wir so kriegen. Die sind hoch genug. Und dann haben wir nur noch ein kleines Stück. Diese Brücke zeigt doppelt rot. Das ist wahrscheinlich eine Autobahnbrücke oder was auch immer. Aber wir passen hier bequem durch. Null Problemo. Ist cool, Mann. Mit seiner Brille. Die nächste Brücke ist auch irgendwie eine Eisenbahnbrücke. Auch die ist hoch genug. Wenn man ein Geruchsvideo hätte, dann würde es jetzt hier lecker nach Brot riechen. Eben hat es mal kurz nach Essig gerochen. Ich weiß nicht, was die produzieren. Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Vanille. Ah, schöne Büros direkt hier unten. Ah, so lässt sich's leben und arbeiten. Was auch immer das ist, es ist auf jeden Fall ein leckeres Lebensmittel. Jetzt haben wir eine große Eisenbahnbrücke vor uns. Ja, wenn man hier als Segler durch will, da muss man natürlich warten, bis die Brücken mal öffnen, ne? Die Schranken gehen zu, die Bahn steht schon. Die andere Schranke auf der anderen Seite geht auch zu. Und er denkt sich natürlich, lasse ich die beiden erstmal durch, weil die Berufsschiff ja doch noch ein Stück weiter hinten ist. Jo, Brücke öffnet. Von vorne kommt ein Berufsschiff. Das muss ja die Brücke sowieso öffnen. Und er lässt uns jetzt erst durch, weil das noch nicht ganz da ist. Da hinten kann man das Berufsschiff schon sehen. Die geht wieder zu. Geht die zu? Na, der macht die erst doch noch mal zu. Also muss der Berufsschiff doch noch warten. Na gut, hat er nur für uns geöffnet, das ist auch gut. Rot-Grün da vorne. Also wer hier Parterre immer eine Wohnung hat, hat immer gleich noch einen kleinen Garten dran. Ah, jetzt sind wir mit 4 Booten. Kann man wieder in die Büros reingucken. Ah, so lässt sich's leben. Der Brückenwärter hat uns noch mal zugewunken. Ja, die letzte Brücke vor der Schleuse, die ist 4,50 und das ist für uns grenzwertig. Wir lassen die jetzt öffnen, weil wir wollen uns da jetzt nicht durch die Brücke durchkämpfen. Die 2 anderen Boote vor uns, die passen allerdings so durch, aber ich denke, vor der Schleuse werden wir die wieder treffen. Jetzt sind wir schon mitten in Rotterdam. Ja, Rot-Grün, das ist super. Ich habe auch schon alle Vorbereitungen für die Schleuse gemacht. Und die letzte Brücke vor der Schleuse geht auch auf. Aus dieser Richtung sind wir noch nie gekommen. Ist schon schön, wenn man mal durch Rotterdam fährt. Auch hier ist es eine Brückenwärterin. Alle sehr freundlich. Da hinten ist diese Schleuseneinfahrt. Ja, wir stehen jetzt hier irgendwie rum und warten auf die Dinge, die da kommen. Ein Boot kommt aus der Schleuse raus und wir haben grün, um in die Schleuse einzufahren. Und hinten kommt keiner mehr, das ist gut. 4 Boote für so eine große Schleuse, sehr komfortabel. Nimm das nächste hier. Ja. Die Brücke ist doch schon zu, ist ein Schiebetor hier. Da bin ich doch mal jetzt gespannt, wie viel wir schleusen. Also Claudia Ling auf der anderen Seite, 4 Boote ist ja sehr entspannt hier. Da sieht man die Nässe an der Wand, ist nicht allzu viel. Und dann sind wir auf offenem Wasser und dann können wir auch schnell fahren. Es ist anscheinend fallendes Wasser. Das Tor geht deutlich früher auf, wie erwartet. Die Brücke geht auf. Okay, es ist grün, wir können weiter. Und alle fahren raus aus der Schleuse. Die Schleuse ist wieder leer und ich bereite das Boot vor zum Schnellfahren. Hier gibt es noch ein Pfannekuchenschiff und noch ein Chinese. Hier ist alles vorhanden.
Und da ist dann das offene Wasser. Wir sind jetzt aus der Schleuse raus. Das heißt, hier haben wir jetzt offenes Wasser, offene Verbindung zur Nordsee und sind hier abhängig von Ebbe und Flut. Und warten schon wieder neue, die rein wollen. Wir bereiten jetzt alles auf Schnellfahren vor und dann geht es zügig nach Dordrecht. Da drüben steht die alte Rotterdam. Hier haben wir auch ein Seeschiff, das reinfährt nach Rotterdam. Da hinten steht mein Schiff. Das ist doch nicht mein Schiff. Nein. Alter Schwede, ist hier was los. Berufsschiffe von allen Seiten. Und die Wassertaxis rasen hier durch, schmeißen uns fast um mit ihrer Welle. Berufsschiff. Ja, ich sehe. Ah, hier muss man sehr vorsichtig sein. Du wirst du fast umgekippt. Alter Schwede, du. Pass auf das Berufsschiff noch auf, ne? Wo fahren wir jetzt rein? Zum Dordrecht, ich kann jetzt nicht der Kanal halten. Ja, wir sind jetzt gleich am Deck. Und dann ab geht nach Dordrecht. Das ist hier schon eine ganz schöne, wilde Ecke. In Rotterdam heißt nur noch Gas und weg. War so viel los, war unfassbar. Ja. Alleine die Wassertaxis, die da in 0,4 Quote sind. Als Wassertaxifahrer darf man den ganzen Tag schnell fahren. Das ist eigentlich eher Hobby wie Beruf. Naja, seid schon ziemlich riskant. Ja, Platz genug. Na gut, wenn du meinst. Ein Berufsschiff nach dem anderen. Könnte eine Werft sein. Da liegt ein wunderschönes großes Boot. Hier sieht man wieder, wie ein Containerschiff gelöscht wird. Im IS sieht man, dass uns nichts entgegenkommt. Wir können also locker hier entspannt überholen. Nach wilder Fahrt haben wir jetzt Dordrecht erreicht. Da vorne ist schon die Einfahrt. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so lange auf die Brückenöffnung warten müssen und in den Hafen reinfahren können. Man kann das zwar an der Seite festmachen. Frank hat angerufen und er macht uns auch schon die Brücke auf, sodass wir gleich durch können und nicht warten müssen hier. Ganz schönes Geschaukel hier. Jetzt muss ich mir erstmal ausruhen. Eine romantisch kleine Einfahrt hier. Dann haben wir ja unser Ziel schon wieder erreicht. Die Einfahrt in den Hafen ist schon eng. Aber wenn man erstmal drin ist, dann hat man ein bisschen Ruhe. Jetzt müssen wir gucken, ob wir vom Hafenmeister einen Platz vor oder hinter der kleinen Brücke kriegen. Das klappt ja hier wie am Schnürchen. Da ist ein Meldesteiger. Ich gehe hier rechts erstmal. Komm, wir gehen hier rechts, da haben wir es nicht so weit. Ja, ist ja nicht schlimm. Drin sind wir schon mal. Jetzt warten wir nur noch auf den Hafenmeister. Der macht gerade Mittag. Dauert noch 20 Minuten, also bis 1. Da sind die Niederländer ja immer sehr genau. Und das wieder nur mit einer Maschine. Claudi, wir haben nur eine Maschine. Hallo. Thank you. Du bist schon gut da. Stopp. So, wir liegen schon mal ganz gut.
Ja, aber das musst du jetzt von oben nach unten. Ja, das machen wir noch. Ich gebe nach oben und dann können wir den hier noch mal an die Seite. Jetzt liegen wir dort recht. Der Steg ist wie für uns gemacht. Die passende Länge. Hier ist gleich der Ausgang. Ja, der Frank liegen auch 3 Plätze weiter. Ja, da hat sich schon gemütlich gemacht. Diese Never-Ending Story, die geht mir langsam auf den Keks. Das zieht sich jetzt schon über Jahre, die ewigen Startschwierigkeiten der rechten Maschine. Wir hatten jetzt lange Zeit Ruhe und plötzlich tritt es wieder auf. In jedem Schaltkasten, irgendwo ist ein Wackelkontakt. Wir sind hier auf der Kaliber von Jens und Conny und gehen jetzt da mal an Bord. So, wir freuen uns ja heute, dass wir die Boote on Tour mal hier in Holland, in den schönen Städtchen, wie heißt es? Wo sind wir heute gelandet? Dordrecht. In Dordrecht mal treffen konnten. Genau. So oft kreuzen sich ja unsere Wege nicht und da freuen wir uns besonders. Und das sind ganz nette Leute. Ich kann nur empfehlen, guckt euch den Kanal mal an. Ne? Hier ist immer was los und man hat die gleichen Interessen und das ist alles wichtig. Und da hat ganz viel Spaß an unserem Hobby mit dem Boot. Ob das ein großes Boot ist oder ein kleines, spielt überhaupt keine Rolle. Jürgen wird das genauso sehen. Ja, Genau so ist es. ja. Und Ja, wir freuen uns auch, dass wir uns hier treffen konnten. War reiner Zufall, dass wir den gleichen Tag erwischt haben, weil wir fahren ja nach Richtung Süden und die beiden fahren Richtung Norden. Und das war hier unser Treffpunkt. genau. Und sie kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, das muss man auch mit erwähnen, ne? Ja, da wollen wir auch irgendwann noch mal hin. Da laden wir Sie recht herzlich ein und wenn Sie unsere schöne sehen und unsere Sonne genießen, dann laden wir Sie mal zu uns nach Plau ein und da brennen wir Rost an und da gibt es mal Thüringer Bratwürste. Super. Super! Und wir gehen jetzt wieder zu unserem Boot zurück. Ja, das ist doch schön, ne? Da trifft man Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern. Schon alles voll, jetzt auch wo wir vorhin gelegen haben. Da kann man auch wunderbar sitzen und kann beim Rein- und Rausfahren beobachten, aber es ist ein bisschen kalt heute. Und hier ist das Hafenkontor und der vordere Hafen. Wir liegen ja hinter der Brücke, hinter der kleinen. Da müssen wir jetzt um das Hafenkontor rumlaufen, weil die Steganlage geht nicht durch. Wir gehen heute nicht großartig in die Stadt. Dordrecht haben wir ja schon gesehen. Wir gehen heute Abend nur essen. Heute war Reparatur und Treffen mit Bootsfreunden angesagt. Und ein entspannter Abend hier in der Sonne. Das ist ja total niedlich. Da hat einer eine kleine Leiter für die jungen Küken gebaut, damit die auf die Badeplattform kommen und wieder runter. Wir gehen heute Abend zum Essen über die kleine Brücke. Das ist also gar nicht auf der Stadtseite. Da bin ich mal gespannt. Ja, hier hinten liegen die dicken Schiffe hinter der Brücke. Und hier vorne auf der rechten Seite liegen auch dicke Schiffe, aber links sind die Stege halt etwas kürzer. Hier auf der Seite liegen ja wirklich Riesenschiffe. Das ist ja der Wahnsinn. Hier sind wir heute Morgen reingekommen und das ist natürlich sehr wellig hier draußen. Wenn man hier liegen muss und gerade Berufsschiffer vorbeikommt, ist das nicht angenehm. Deshalb ist es gut, wenn die Brücke schnell geöffnet wird. Hier ist die Hafeneinfahrt. Drüben ist der Hafenmeister. Wir waren ja über die kleine Brücke gekommen und gehen jetzt hier ins Lev essen. Klassisches ordentlicher Laden. Natürlich wie immer alles voll. Marina hat Steak Tartar. Ja, und da gibt es sogar Pommes dazu. Und wir haben ganz einfach Fish and Chips. Wir haben jetzt hier den letzten Platz erwischt. Ansonsten war das Lokal vorhin noch rappelvoll. Ist sehr klein, sollte man so vorreservieren. Oder man sitzt draußen, wenn im Sommer es warm ist. Das ist natürlich noch schöner. Ja, perfekt. Unsere Fish und Chips und das Tartar waren lecker. War ein bisschen laut im Lokal. Aber da sitzt man besser sicherlich draußen, wenn es etwas wärmer ist. Aber ansonsten kann man es empfehlen. Der Flusskreuzfahrer hat aber Speed drauf.
Berufsschiffer machen hier auch überall Pause. Hier steht einer, der schläft. Wir lassen den Abend ausklingen. Ein schönes Foto. Ein Tag an Dordrecht ist vorbei. Dordrecht ist für uns immer nur eine Zwischenstation. Deshalb waren wir hier auch gar nicht in der Stadt. Wenn wir von Norden kommen, dann haben wir jede Menge Brücken hinter uns und das ist immer sehr anstrengend. 3 Tage Brücken, über 50 Brücken, das hat uns doch geschlaucht. Und dann ist das für uns hier so ein Ruhetag. Haben auch das Boot repariert. Wir waren nur essen, direkt an der Einfahrt im Lev. Das war auch sehr schön, war ein bisschen laut drin, aber ansonsten war es sehr gut. Die Stadt selber haben wir uns nicht angeguckt. Das ist eine wie viele Städte und für uns war mehr Ruhe und Entspannung gestern wichtig. Dordrecht ist für uns immer so das Tor zu Seeland. Danach geht es dann richtig ins freie Wasser. Mit 33,75 € war das hier auch der teuerste Hafen bisher in diesem Urlaub. Und ich habe mal geguckt, 2019 waren wir schon hier, da gibt es auch ein Video von und da hat es nur 25 € gekostet.